Es ist wirklich das ist eine riesige Freude, selbstverständlich, weil wir können jetzt Themen angehen in einem extrem interdisziplinären Team, die wir sonst nicht hätte angehen können, ganz einfach, weil man braucht alle diese Expertisen zusammen, um diese Sachen zu lösen und auch weil man 7 Jahre lang Förderung kriegt, dann kann man auch schwierige Experimente, große Fragen angehen, weil man hat Kontinuität und man hat Sicherheit in der Förderung. Und es befreut mich auch besonders mit diesem Team arbeiten zu können, weil wir waren wirklich ein echtes Team von vorne an und wir haben tatsächlich Quantenphysiker bis zu Sozialwissenschaftler und die Leute arbeiten tatsächlich zusammen. Und das ist, weil der Mehrwert, den man bekommt, ist ganz einfach unvergleichbar mit das, was man alleine machen können, weil keiner kann diese Fragen alleine lösen. Nur zusammen kann man das lösen. Und dann ist es klar, zusätzlich ist es auch eine Erleichterung, weil es gibt ja ganz viele Leute, die jetzt 2 Jahre lang fast, nichts anderes, aber sehr großer Teil ihrer Zeit dafür benutzt haben, das jetzt vorzubereiten. Und dass es dann zu Erfolg führt, das ist selbstverständlich schön. Wir haben in den letzten Jahren herausgefunden, dass nacktziehende Singvögel einen quantenmechanischen Mechanismus zur Wahrnehmung des Magnetfeldes nutzen. Wir haben erfolgreich die genetische Code für diese Eiweiß in eine Zellkultur einkloniert. Und dann haben wir die Zellkultur gebeten, bitte mach diese Vogelmolekül. Das haben wir gemacht, dann haben wir es gereinigt und viel davon gemacht. Und dann konnten wir zusammen mit einem Zusammenarbeitspartner aus Oxford, konnten wir dann das erste Mal in so einem Vogelkryptochrom messen, was passiert, wenn es Licht absorbiert. Und was wir zeigen konnten, war, dass die Elektronenhüpfen und die Magnetfeldeffekte, die der Quantenphysik vor über 30 Jahren vorgeschlagen hatte, tatsächlich im Molekül passiert. Und das öffnet ganz viele neue Fragen, weil die physischen Grundlagen für diesen Radikalpaarmechanismus in die Vögel unterliegt sehr ähnlichen, wenn nicht gleichen Physik wie viele Quantentechnologien, die man im Moment versucht zu etablieren und zu entwickeln. Aber die meisten funktionieren bei minus 270 Grad. Und in der Vogel funktioniert es bei plus 40 Grad in das chaotische, warme, wässrige Umgebung einer Zelle. Und wenn man eine der Hauptziele ist in diesem Exzellenzcluster ist zu verstehen mit Physikern, Chemikern und Biologen zusammen, wieso diese Quanteneffekte bei plus 40 Grad noch bestehen bleiben. Und wenn man das grundsätzlich versteht, dann hätte es auch gigantische technologische Impacts potentially. Erstens haben wir sehr kritisch, strategisch berufen, über 10, 15 Jahren. Wir haben also Weltklasse-Wissenschaftler von ganz vielen verschiedenen Feldern nach Oldenburg gebracht. Ich sage nur einen Zahl, wir haben ungefähr 30 Nature Paper in den letzten Jahren veröffentlicht. Wir haben 8 ERC-Grants eingeholt unter die 25 PIs. Das bedeutet, wir haben auch PIs aus Oxford, aus Lund, aus Bayreuth und aus Groningen. Ich glaube, unsere Stärke war der Stärke unserer Einzelwissenschaftler, aber auch der Stärke unserer Teams. Und dann selbstverständlich auch, dass es viele spannende Themen gibt, die auch hochaktuell sind. Ja, und auch eine gute, denke ich, Kombination von Grundlagenwissenschaften und Sachen, die einen großen Impact auf die Gesellschaft haben könnte. Also eine gute Mischung davon.